Der nächste Slammer ist von Haus aus eigentlich Physiker, hat mit der Oberflächenphysik angefangen und hat sich dann über Schmierstoffe dann in der Tribologie endgültig dann einen Namen gemacht. Er arbeitet bei Fuchs Schmierstoffe und ist in der GFT auch schon sehr lange aktiv und insbesondere seit kurzem als Vorsitzender des Vorstandes. Und das Thema, um das es heute geht, hat aber weder etwas mit zumindest nicht direkt mit Schmierstoffen zu tun, sondern kommt aus dem Hobbybereich. Denn der nächste Slammer ist auch leidenschaftlicher Bergsteiger und wird uns jetzt etwas über die Tribologie der Schnürung erzählen. Und bitte Sie noch einmal um den obligatorischen donnernden Applaus für Rolf Luther! Mist! Ist wieder das blöde Schnürband offen. Das passiert in den letzten Tagen nämlich häufiger und ich verstehe es gar nicht, weil das ist ein neuer Effekt. Verstehe ich nicht. Das heißt, Moment, ist tatsächlich so, vor wenigen Tagen habe ich mal meine Schuhe geputzt, mir ist Schuhcreme auf die Schnürbänder gegangen und ich habe dann einfach so mit der Bürste das gleich verteilt. Ich habe also offensichtlich einen Schmierstoff in das Schnürband eingebracht und habe jetzt die Konsequenz zu tragen. Ja, das bringt mich dazu zu überlegen, was sonst so Einfluss hat auf die Schnürung. Also überlegen wir mal, was sonst so Einfluss hat auf die Haltbarkeit einer Schleife, einer Bindung. Ja, und da sind wir bei der Elastizität. Tatsächlich, Schnürband sollte eine gewisse Elastizität haben, um wirksam zu sein. Ein Paketband, da werden Sie nicht lange Freude dran haben. Das ist zu steif, zu starr. Man zieht ein Band auseinander, es wird dünner. Das kann man mit der Schleife machen, lässt wieder los, wird dicker. Und was heißt das? Höhere Reibkraft im Knoten. Das ist also auch ein bekannter Effekt, den man gerne nutzen kann. Aber man kann es noch viel wissenschaftlicher treiben. Das haben amerikanische Forschende mal gemacht in Berkeley. Die haben erst mal auf dem Laufband sich also die Bewegung angeguckt und haben dann daraufhin einen Prüfstand gebaut. Man glaubt es nicht, der genau das nachvollzieht. Und haben daraus zwei Kräfte identifiziert, die schuld sind, dass eine Schleife, ein Knoten aufgeht. Das eine ist, nicht verwunderlich, das ist die ständige Dehnung und wieder Stauchung, wenn man so will, des Knotens durch die Elastizität des Bandes, eben über den Spann. Das lockert allmählich den Knoten. Und das andere erstaunt vielleicht ein bisschen mehr, aber ist eine relevante Größe, das ist nämlich das Schlackern der Schnürbandenden beim Gehen. Und das zieht immer so ein bisschen auch an den Knoten und öffnet ihn. So, und die haben noch etwas gefunden, ein Detail. Achten Sie in Zukunft darauf, möglichst keine metallischen Endösen zu nehmen, diese Endstücke zu nehmen, weil die machen das natürlich besonders stark, weil sie eben ein relativ hohes Gewicht haben. Also man kann aus Forschung dann wirklich für die Praxis einiges lernen, wie man merkt. Aber man kann eben auch überlegen, was hilft denn gegen dieses vorzeitige Öffnen. Und da ist etwas, was auch viele immer wieder gerne überrascht, nämlich man kann einen falschen Knoten machen. Also man macht erstmal eine erste Schlinge, kennen wir alle, seit Kindertagen, und dann kommt die eigentliche Schleife. Man kann sie aber linksrum, rechtsrum machen. Man kann sie die zweite Seite dahinter machen oder links über rechts, rechts über links. Es gibt verschiedensten Begriffe dafür, egal wie. Probieren Sie es aus. Es gibt wirklich, und das ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, einen Haltbarkeitsunterschied zwischen dem falschen Knoten und dem richtigen. Also, aber bitte erst nachher machen. Das würde jetzt Unruhe stiften, wenn Sie das jetzt vor Ort gleich probieren wollten. So, man kann natürlich zur Absicherung noch was ganz anderes machen, nämlich einfach doppelte Knoten. Das kann man bei der ersten Schlinge machen, das kann man beim ganzen Knoten machen. Hilft tatsächlich, ist natürlich technisch eher simpel. Jetzt verlassen wir mal das ganze Thema der Schnürbänder, dann widmen wir uns der Gegenseite zu. Wir wissen ja, Körper gegen Körper. Was ist der Gegenkörper des Schnürbands? Es ist die Öse, das Loch, der Haken, und gucken uns mal das an einem etwas komplizierteren Beispiel. Nicht einfach so ein Halbschuh, sondern mal ein richtiger Wanderschuh, ein Bergschuh. Erstes, was jeder weiß und vielleicht doch mal überlegt hat, warum hat er eigentlich so viele Haken und Ösen? Ziel ist immer das Gleiche. Man will beim Abwärtsgehen, dass die ganze Kraft über Schaft, über den Spann in den Boden abgeleitet wird und nicht über den großen Zeh. Ich kann eine kurze Umfrage machen, wie viele Leute von Ihnen beim Bergsteigen schon mal einen blauen Zeh davon getragen haben.
Ja, da sehe ich schon mal einige, ich auch übrigens, falsch geschnürte Schuhe. Weil die Kraft wird eben über den großen Zeh in den Boden geleitet, verkehrt. Muss über den Spann oder über den Schaft erfolgen. Wie macht man das? Da hat die Menschheit mal vor vielen, vielen Jahrzehnten die sogenannte Feststellöse erfunden, die also quasi das Schnürband festhält und damit das ganze System in 3 Schnürzonen einteilt. Nicht? Diese oberen, das kann ich jetzt auch durchklicken, das ist die Feststellöse oder Tiefzughaken auch genannt. Dann haben wir noch eine geringe Haftreibung im unteren Bereich, eine hohe Haftreibung im oberen. Was ist der Sinn dieser Dreiteilung? Im oberen Bereich kann man, war es noch nicht das Klingeln, gut, kann man erreichen, dass man zum Beispiel beim längeren Streckengehen leichter den Schuh bewegen kann, ohne dass man im unteren Bereich etwas an diesen Puffereigenschaften ändert. Tiefzughaken ist klar und der untere Bereich, das ist eben das Raffinierte, da versucht man mit einer geringeren Reibung zu erzeugen, dass die Kraft gleichmäßig über den Spann abgeführt wird. Deshalb geringe Reibung. So, nun können Sie vielleicht fragen, was hat denn Herr Luther für einen Schuh? Originalfoto, Wanderschuhe und Sie sehen was? Der hat überhaupt gar keine Ösen. Ein ganz anderes System. Man hat nur ringsrum ein einziges Schnürband. Ringsrum, zack, zack, zack und hintenrum. Das System ist etwas komplizierter, beim ersten Inbetriebnehmen etwas aufwendiger. Man muss nämlich sehr sorgfältig das um seinen Schuh quasi herum basteln, aber dann durch die sehr hohe Haftreibung in diesen Punkten, also das Schnürband selber bildet die Ösen. Das heißt, Sie haben nur Schnürband gegen Schnürbandkontakt, hohe Reibung. Und damit erzeugen Sie einen immer gleichbleibenden Führung des Fußes. Etwas kompliziert, aber sehr wirksam. So, und jetzt ein kleiner Schnitt, kommen wir auch zum Schluss. Man kann das Ganze natürlich auch völlig anders sehen. Und das hat mal ein Engländer gemacht vor einigen Jahren und er behauptet, er hätte den schnellsten Knoten der Welt entwickelt. Sie sehen hier mal das angeblich in Echtzeit aufgenommen. Es ist wirklich sehr schnell und, was man ihm lassen muss, diesem Engländer, es ist ein guter Knoten, der dabei am Schluss rauskommt, also ein haltbarer. Ich habe es probiert, es funktioniert, es ist allerdings schon ein bisschen, dass man die Finger dabei verknotet und nicht nur das Band. Ja, so, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich gehe jetzt nämlich los, werde mir ein bisschen Schmirgelpapier besorgen, werde ein bisschen rubbeln an dem Schnürband, werde das aufrauen und dadurch werde ich dann hoffentlich den richtigen Reibkoeffizienten wieder eingestellt haben, damit das Schnürband in Zukunft besser hält. Vielen Dank.